Im Namen von Khamenei findet sich der Name Haman. Das ist kein Zufall. Gott befindet sich im Krieg mit Amalek, dem ewigen Feind Israels, der sich in Persien befindet. Dieser Krieg begann am 28. Februar, einem Sabbat, genau an dem Tag, an dem in der Synagoge ein Kapitel aus der Bibel gelesen wurde. 5. Mose, Kapitel 25, Vers 19. Wenn der Herr, dein Gott, dich von allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe einzunehmen gibt, sollst du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Nicht vergessen, so lautet das Gebot. Vergiss nicht, was Amalek uns angetan hat. Amalek hat uns angegriffen, als wir aus Ägypten auszogen. Es war der erste Krieg, den das jüdische Volk nach seinem Auszug aus Ägypten führte. Der Krieg wurde auf spirituelle und wundersame Weise gewonnen. Moses musste seine Hände zum Himmel erheben, um den Krieg zu gewinnen. Denn wenn er die Hände niederlegte, verloren wir. Das zeigt, dass der Krieg spirituell ist, nicht nur militärisch. Und die Bibel sagt, dass Amalek sich gegen den Thron Gottes erhoben hat. Die Kriege Amaleks richten sich nicht gegen Israel, sondern gegen Gott. Und Gott hat versprochen, dass die Kriege zwischen ihm und den Amalekitern von Generation zu Generation weitergehen würden. Sehen wir uns an, was Jahrhunderte später mit König Saul geschah. Gott sagte zu Saul, er sollte die Amalekiter ausrotten, aber er ließ den König am Leben. Der König hieß Agag. Er überlebte wegen und durch die Schuld Sauls. Obwohl der Prophet Samuel ihn später tötete, hinterließ er aber Nachkommen. Und die Nachkommen Agags setzten sich bis zur Zeit der Königin Esther fort. In Esther Kapitel 3, Vers 1 heißt es, nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasveros den Haman, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Haman war ein Nachkomme Agags, des Königs der Amalekiter, zur Zeit Sauls. Und wer erhebt sich, um Haman, dem Agagiter, entgegenzutreten? Es ist Mordechai. Mordechai und Saul hatten etwas gemeinsam. Beide gehörten zum Stamm Benjamin. Und wer hat die Eliminierung des Ayatollahs angeordnet? Benjamin Netanyahu. Mit anderen Worten, Gott benutzt immer noch den Stamm Benjamin, um gegen Amalek zu kämpfen. Der Ayatollah stirbt in seinem eigenen Haus. Im Buch Esther stirbt Haman, indem er sich in seinem eigenen Haus an seinem eigenen Strick erhängt. Erinnern Sie sich daran, dass Haman alle Juden töten wollte. Die Bibel sagt, dass er den Tod aller Juden im Reich geplant hat. Und das iranische Regime hat seit 47 Jahren skandiert, Tod Israel. Es hat Atomwaffen und Raketen entwickelt, um Israel auszulöschen. Deshalb sage ich Ihnen, nach Hitler war der Ayatollah der gefährlichste. Und nun schauen Sie, wie merkwürdig es ist. Im Namen von Khamenei findet sich der Name Haman. Das ist kein Zufall. Und sehen Sie sich die Personen an, die hier eine Rolle spielen. Trump ist wie König Ahasveros, ein heidnischer König, der den Juden erlaubt hat, sich zu verteidigen. König Ahasveros war der Herrscher von Medo-Persien. Trumps Tochter
Ivanka ist durch Konversion Jüdin geworden und hat ihren Vater gebeten, den Krieg zu unterstützen, Israel im Krieg beizustehen. Und derjenige, der die Eliminierung des Ayatollahs angeordnet hat, ist Benjamin, wie Mordechai. Sie werden jedoch feststellen, dass im Buch Esther der Name Gottes nicht erscheint, obwohl er es war, der die Geschichte souverän kontrolliert und das Volk vor einem Völkermord gerettet hat. Und genau das passiert gerade jetzt. Gott beschützt uns in diesem Krieg. Ein weiteres Detail, das mir merkwürdig erscheint, ist folgendes. Die Bibel berichtet im Buch Esther, dass Mordechai vom König geehrt wurde, nachdem er den Plan zur Ausrottung der Juden vereitelt hatte. Nach Hamans Tod wurde im Iran gefeiert. Was geschah am Samstag, als die Nachricht vom Tod des Ayatollahs bekannt wurde? Wurde im Iran nicht gefeiert und getanzt? Das Unglück verwandelte sich in ein Fest. Und schauen Sie sich an, wie die Iraner im Exil feiern. Sie feiern mit den Juden und tanzen mit der blau-weißen Flagge Israels. Und schauen Sie sich auch an, was mit Mordechai passiert ist, wie er im Buch Esther, Kapitel 8, Vers 15 gekleidet wurde. Mordechai aber verließ den König in königlichen Kleidern, blau und weiß, die Farbe der Flagge Israels, und mit einer großen goldenen Krone. Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Schauen Sie sich die Farbe seiner Kleidung an. Das zeigt also, dass es Gott war, der den Ayatollah beseitigt hat. In der Bibel steht in Exodus Kapitel 17, Vers 16, weil die Amalekiter den Thron des Herrn angegriffen haben, soll der Krieg des Herrn wieder Amalek währen, von Generation zu Generation. Sie greifen also den Thron Gottes an. Und in Jeremia sagte Gott, ich werde meinen Thron in Elam aufstellen und werde König und Fürsten daraus vertilgen. Elam ist ein alter Name für den Iran. Dies ist also ein Krieg Gottes gegen Amalek. Es ist nicht der Krieg Israels, sondern der Krieg Gottes gegen Amalek. Und ich werde Ihnen eine weitere Information geben, die Sie vielleicht überraschen wird. Im Buch Daniel, Kapitel 10, ist etwas sehr Seltsames geschehen. Der Prophet Daniel bat Gott um eine Antwort. Doch 21 Tage lang blieb die Antwort aus. Was war geschehen? Der Fürst von Persien hielt den Engel Gabriel zurück, bis Michael kam, um ihn zu befreien und zu Daniel zu bringen, und dann zurückkehrte, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Es war kein Krieg zwischen Menschen, sondern ein Krieg zwischen Engel und Dämonen. Der Fürst von Persien, so sagt die Bibel, ist der Dämon, der den Iran seit Generationen beherrscht. Nun, dieser Dämon wird im jüdischen Talmud Satan genannt. Die Bibel nennt ihn den Fürsten von Persien. Doch der Talmud sagt unmissverständlich, dass es Satan ist. Was ich Ihnen damit sagen will, hinter Ayatollah verbirgt sich Satans Wunsch, das Volk Gottes zu vernichten. Vergessen Sie nicht, dass der Name Khamenei den Namen Haman enthält und dass der derzeitige Mojtaba, also der Sohn von Ayatollah, ebenfalls den Nachnamen Khamenei trägt. Also der Krieg ist noch nicht vorbei. Wann wird dieser Krieg enden? Das ist die Frage. Vielleicht zu Ostern. Und das ist prophetisch. Denn das Purim-Fest markiert den Beginn dieses Krieges gegen den Iran. Wir haben auf wundersame Weise einen Völkermord überlebt und sind
zu Osten angekommen, das uns auch an den wundersamen Auszug aus Ägypten erinnert. Ich möchte noch 2 weitere Dinge erwähnen. Dieser Krieg wird die Geopolitik des Nahen Ostens verändern. Die arabische Welt wird Frieden mit Israel schließen, denn hier hat sich gezeigt, dass der Feind der Araber nicht Israel ist, sondern ein anderer Muslim, der Iran. Wenn wir Israelis den Iran besiegen, werden alle muslimischen Länder von den Angriffen des Iran befreit sein, denn der Iran greift sie ja auch an. Aber während es für die Welt eine geopolitische und militärische Veränderung geben wird, ist es für uns, die wir Gott lieben, eine spirituelle Veränderung. Denn dies sagt uns, dass die Zeit vorbei ist und wir unseren Kopf erheben und uns aufrichten müssen, weil unsere Erlösung nahe ist. Ich glaube, dieser Krieg auf wundersame Weise enden wird. Wir müssen Gott darum bitten, dass wir Israelis dieses Wunder erkennen und es in seinem ganzen Wert schätzen können. Das Wichtigste in diesem Krieg ist, dass die Hand Gottes in der aktuellen Geschichte Israels erkannt wird, ebenso wie in biblischen Zeiten.